Hallo. 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 Ja, wir sind Teammember. Ja. Von The Piranhas. 2 davon, ne? Und wir sitzen hier und unterhalten uns jetzt heute über Teams. Und Zusammensetzung von Teams. Ja. Und Zeugs, ja. Da gibt's ja eine ganze Menge zu sagen, ne? Zu Teams und so. Ja. Ne? Gibt auch große Teams und kleine Teams. Ne? Viele Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Und es gibt auch Leute, die arbeiten vornehmlich alleine. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Was ist denn dein Favorite? Großes Team? Im großen Team zu arbeiten oder eher in einem kleinen? Ne? Und warum? Und die haben Folgendes gesagt. Eigentlich würde ich sagen, dass es beides kann ich was abgewinnen. Es kommt halt wirklich dann auf das Spiel an. Ich liebe es, mit meiner Frau Couch-Koops zu spielen. Ich liebe es aber auch bei Festen und Feierlichkeiten Heave-Ho zu spielen mit 4 Leuten oder andere Sachen mit mehr Leuten, Mario Party. Ja, also das ist the more the merrier, würde ich vielleicht sagen. Ich bevorzuge tatsächlich eher kleine Teams, weil man sich da besser absprechen kann. Mit großen Teams ist die Diskussion einfach zu groß. Schon eher kleiner, weil im großen Team ist man dann halt irgendwie ein Kerl, der dann halt irgendwie einen Zacken einer Rüstung entworfen hat über ein halbes Jahr. Das fände ich ein bisschen traurig irgendwie. Da hat man gar keine, diese Selbstwirksamkeit spürt man auch gar nicht, dass man da was bewegt groß. Kann ich nicht wirklich sagen, weil wenn es um Spiele ging, bin ich immer alleine unterwegs oder arbeite, wenn in ganz, ganz kleinen Teams. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, in einer großen Spieleredaktion arbeiten zu dürfen. Vielleicht kommt das ja noch. Ich muss gestehen, dass ich Singleplayer bin. Ich mag das sehr gerne, für meine eigenen Sachen verantwortlich zu sein und die zu machen und bin in der Beziehung nicht so gut. Ich bin darin schlecht irgendwie. Ich mag es total gerne, mich im Team auszutauschen, aber dann mag ich es auch, wenn Verantwortungen klar verteilt sind und jeder macht sein Ding. Ja, ne? Wie ist das denn bei dir? Lieber großes oder kleines? Jetzt, ne, erstmal, was ist denn groß? Was ist denn eine Dampfmaschine? Also, wir sind jetzt ein Team von knapp über 30 Leute. Ja. Ne? Und ich empfinde das immer als klein. Obwohl so klein ist das gar nicht. Das ist wie so eine Schulklasse, eine volle Schulklasse. Ja. Und trotzdem hat man das Gefühl, das ist aber noch familiär. Und dann gibt es irgendwie diese Blockbuster-Überteams irgendwie, die mit mehreren 100 Leuten zum Beispiel an einem Spiel arbeiten. Und ich würde sagen, oh nee, da würde ich aber lieber bei uns arbeiten. Und dann gibt es auch noch die ganz Kleinen, die so mit 5 Leuten an einem Spiel arbeiten irgendwie. Finde ich auch cool. Aber da ist auch klar, mit 5 Mann bist du dann an einigen Stellen halt auch eingeschränkt. Mhm. Deswegen finde ich das so, wie wir arbeiten, natürlich gerade irgendwie ideal. Mhm. Empfinde es aber noch als kleines Team. Ja. Ja, so kurios das klingt und fühle mich der pudelwohl. Obwohl beides seine Vor- und Nachteile hat. Mhm. Ja. Beispiel. Ja, Beispiel. Genau. Ja. Legen wir mal los mit dem großen Team. Mhm. Du arbeitest jetzt an einem Computerspiel mit mehreren 100 Leuten. Wie läuft sowas ab? Ja, das erste ist, es muss Hierarchien geben, damit das überhaupt funktioniert. Mhm. Ne? Du sagst immer gerne, man hat dann mehr Wasserköpfe. Ja. Leute, die sich um nichts anderes kümmern, als zu organisieren. Genau. Ja. Und das ist wichtig, weil sonst läuft alles aus dem Ruder. Das heißt, es gibt verschiedene Teams von irgendwie so Pulks an Menschen, die an bestimmten Dingen arbeiten. Und die arbeiten dann auch nur an diesen Dingen, damit das ganze Große funktioniert. Mhm. Das große Ganze. Große Ganze. Und ja, das bedeutet zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was hat denn das für Vorteile? Die können zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie so einen Haufen von 20 Leuten an irgendeine bestimmte Aufgabe setzen, die können mehr Assets produzieren in der Zeit, weil die halt nur das machen. Ne? So ein Laden wie Bethesda zum Beispiel, die können dann irgendwie zig Leute damit beauftragen, einfach nur Items zu bauen. Und sowas ist natürlich ein Vorteil. Das heißt, du hast in der Masse dann viel Zeug, das du verwenden kannst, weil du viele Leute hast, die daran sitzen. Und du hast manchmal auch so spezielle Sachen und Features, die du dir erst ab einer bestimmten Größe des Teams vielleicht erlauben kannst.
Ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt mal so ein absurdes Beispiel genommen, wo wir gesagt haben, ach du meine Güte, stell dir mal vor, du hast ein Spiel mit mehreren 100 Charakteren und jeder von denen würde gemotion captured. Da würde uns der Kopf platzen. Ne? Und damit ist gemeint nicht die normalen Bewegungen im Spiel, die werden ja sowieso schon auch bei uns gemotion werden captured. gescannt und irgendwie Genau, sondern jeder einzelne Dialog. Performance gecaptured, ja. Ne? Jeder einzelne Dialog, wie der den Mund in welcher Situation bewegt hätte, würden die einfach motion capturen. Es gibt Spiele, die haben sowas schon mal angefangen. Ne? So L.A. Noire. Zum Beispiel. Die haben da, waren einer der Vorreiter, ja. Ist sehr interessant, aber die haben dann natürlich auch in der Regel nicht ganz so viele Charaktere. Und würde man das machen, dann würde man das einfach niemals schaffen. Ja, vor allem nicht mit so einem Team, wie wir sind, so, ne? Ist ja klar. Das ist halt echt ein Riesending. Vor allem, es ist ja nicht damit getan, dass man ein paar Leute mehr einstellt. Ja, nee. Ja, also ja, dann bezahlt er halt ein paar Mal mehr und dies und das. Und das ist eine ganz andere Produktion. Ja. Die ist viel größer. Da hat das einzelne Individuum auch viel weniger Einfluss auf die Dinge. Man könnte auch sagen, weniger zu sagen. Ja. Ja, das heißt, man hat da halt irgendwie weniger Kontrolle über Dinge. Man kann weniger selbst irgendwie sagen, okay, ich möchte gerne, dass ein Spiel so und so aussieht. Das kriegt man nicht hin mit einem großen Team. Da gibt es halt nur wenige Leute, ja, die Dinge bestimmen und sagen, so und so muss das jetzt werden. Und dann bist du halt einer von Hunderten, nicht nur ein bisschen größer, sondern Hunderte. Ja, da machen sich die Leute kein Bild von, wie viele Menschen an so einem großen AAA-Blockbuster arbeiten. Hunderte. So, ja. Und das ist halt so, der Einzelne hat da wenig Möglichkeiten, sich irgendwie über seinen Tellerrand, über das, was er hinaus, das heißt, wenn du als VFX-Experte oder als Figurenexperte oder als was ich eingestellt wirst, dann machst du auch nur das. Ja, aber ich könnte doch noch irgendwie noch mehr machen. Ich hätte nämlich eine gute Idee für eine Story, so. Vergiss das. Ja, du bist dafür, du machst das und mach das und fertig. So. Bei uns ist das ein bisschen anders. Ja? Wir sind ein kleines Team und dann hat der Einzelne dann auch mehr Einfluss auf die Dinge. Ja. Das heißt also, jeder hat das Recht bei uns, irgendwie was dazu zu sagen, ob er das Spiel gut findet oder schlecht findet und so. Und dann muss man sich schon irgendwie, das ist schon das erste Proof of Concept. Unser Team. Ja. Und nur wenn es unserem Team wirklich gefällt und wir dann auch sagen, okay, das ist es jetzt, wo wir hinterstehen können. Ja. Dann versuchen wir dann auch, das Ding dann so weit zu bringen, dass es auch wirklich jedem gefällt von uns. So. Entsprechend guckt man sich natürlich auch die Leute an, ja, die dann bei einem arbeiten. Das heißt, bunter Blumenstrauß, junge Leute, ne, die mittleren Gesellen, die alten Säcke, ja, und so, und Durchschnitt durch alle, ne, Sachen. Das heißt also, jeder darf seinen Kram da erzählen, ne, und machen und tun und jeder hat einen anderen Aspekt, anderen Geschmack. Ja, das ist ganz wichtig, ja, dass nicht alle irgendwie denselben Geschmack haben, weil die Menschen da draußen sind auch sehr unterschiedlicher Meinung über Dinge, ja, und haben auch vielleicht mal mehr Bock auf das eine und mal auf das andere. Und je mehr Meinungen du dann irgendwie mit reinbringst, so, ja, desto eher spiegelt das Team dann irgendwie die Realität draußen bei den Kunden ab. So, das ist einfach so. Ne? Heißt aber auch nicht, ja, dass man jetzt irgendwie einen glattgelutschten Mainstream-Kram machen möchte, sondern das heißt schon, dass man die Sache, die man da geplant hat, und das machen wir meistens, dann auch bestmöglich umsetzt mit dem Team. Dass es dann auch das ist, was es am Ende sein soll. Und da brauchst du viele unterschiedliche Teammates, die unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Sichtweisen haben, um dann tatsächlich dann ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist so. Also hat jeder Einzelne im Grunde genommen im Laufe des Projekts mehr Aufgaben, die er auch erfüllen kann. Und die Hierarchie ist flacher. Das heißt, jeder kann sich auch mehr einbringen ins große Ganze. Und wenn er am Ende noch Zeit hat, irgendwie auch sich ein bisschen austoben. Ne? So wandern zum Beispiel sehr viele Easter Eggs in unsere Spiele. Und bedeutet aber auch, dass das so ein bisschen eine Typfrage ist. Es gibt Leute, die arbeiten besser mit ganz klaren Vorgaben an einer bestimmten Sache. Ne, und sind irgendwo fest angestellt und machen dann ihren Job und fühlen sich da, die haben ihre geregelten Arbeitszeiten, geregelte Struktur und so und machen das. Und es gibt Leute, die mögen es lieber, sich irgendwie kreativ auszutoben und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und je kleiner das Team ist, desto mehr Verantwortung muss der Einzelne übernehmen. Weil
er halt für diese Sache zuständig ist oder für einen Bereich zuständig ist irgendwie. Und wenn der wegbricht, dann tut das natürlich auch mehr weh. Ne? Und deswegen ist das eine andere Struktur. Hat bei uns, das hatten wir auch oft betont, natürlich den Vorteil, dass du auch familiäreres Arbeiten hast. Jeder kennt das Spiel genauer im Insgesamten. Ne? Jeder hat mehr Einblick auch in die Bereiche der anderen. Wenn ich mal eben was will, habe ich kürzere Wege und kann mal eben den anderen anquatschen. Und es ist auch weniger Druck da. Weil wie man sich vorstellen kann, wenn man jetzt so einen Konzern hat mit Hunderten von Mitarbeitern, was die im Monat kosten. Das ist also unwahrscheinlicher Erfolgsdruck da, dass das anschließend auch wieder eingespielt werden muss. Und wenn du ein kleineres Team hast, was jetzt nicht ganz so teuer ist, dann kannst du auch mal irgendwie dir irgendwie was erlauben, dir für eine bestimmte Sache ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Zeit. Weil vor allem Zeit, ja. Das dann nicht so weh tut. Ja. Und dieser Druck ist dann nicht ganz so hoch, dass das jetzt irgendwie sich millionenfach verkaufen muss, damit es ein erfolgreiches Spiel ist. Ja. Und diese Sachen, die muss man gegeneinander abwägen und dann selber entscheiden, was ist es denn? Eine andere Idee ist, warum arbeiten Leute gerne an so großen Teams? Ne? Wir kannten zum Beispiel viele Leute, die gesagt haben, auch einmal im Leben bei Crytek arbeiten, das wäre schon was. Ne, das ist natürlich auch so eine Sache. Du bist zwar einer von vielen, aber du erarbeitest dir damit natürlich auch einen Track. Ne? Das heißt, wer an einem AAA-Titel mitgearbeitet hat, kann sich im anschließend auch als solcher bewerben. Mhm. Das ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das sexy ist für einige Leute. Und im Umkehrschluss hast du in einem kleineren Team aber höhere Verantwortungsbereiche und Rollen. Und so ist beides auf die eine oder andere Weise sehr attraktiv. Ne? Ist bestimmt toll, bei so einem AAA-Titel mitgearbeitet zu haben irgendwie. Und auf der anderen Seite ist es auch eine ganz starke Charaktersache. Ne? Wie möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Wo möchte ich arbeiten? Und um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, fühlte mich da immer sehr wohl und hatte nie das Bedürfnis, irgendwie was anderes auszuprobieren. Ganz alleine ist Kacke, ist meine Meinung. Ne? Ganz alleine rumwursteln, ohne Feedback, ohne irgendwie Einfluss von anderen, funktioniert nicht gut. Ja? Da putscht man vor sich hin. Ja? Also mindestens, dass jemand deine Arbeit bewertet und am besten in regelmäßigen Abständen, ja, einmal die Woche oder keine Ahnung, dass man immer irgendwie eine Art von Dialog hat. Sonst werden Dinge halt sehr verkopft, ne, dann fängt man irgendwann an, oh nee, Wein mag ich nicht mehr, Sekt ist irgendwie zu süß, ich fange mal an, Champagner zu trinken, mal das exquisit und irgendwann säufst du nur noch Essig und sagst, oh, guck mal hier, lecker, so und ja, das ist so, irgendwann ist es halt zu überkandidet und du hast halt auch diesen Druck, sag ich jetzt mal, Konkurrenzdenken ist ein bisschen dabei, ne, beim etwas größeren Team, sag ich jetzt mal, so mittelgroß, ja, dass du sagst, okay, ich muss genauso gut sein wie mein Nachbar oder so. Bei Wettkämpfen wissen wir, ne, so die Schwimmer, ja, der Beste, der kommt meistens irgendwie in die Mitte und alle anderen treiben den so, die sind fast genauso gut, aber nicht wirklich genauso gut. Ihr kennt dieses Prinzip. Das ist beim Spielemachen auch so. Ja, das heißt, du guckst schon, was dein Nachbar macht und wenn der ähnliche Sachen macht wie du, dann vergleicht man sich damit und dann, na komm, kannst nicht machen, musst du auch mal irgendwie mal eine Schippe drauflegen und so. Einfach der eigene Anspruch ist dann da. Mhm. Anstatt irgendwie morgens aufzustehen, so, auch morgens ist bei mir jetzt 12 Uhr, weil ich gestern noch durchgezockt habe, irgendwie, ach, mach mal heute nix. Ja, das ist auch nicht gut so, ja. Also es kann auch so eine gewisse Lethargie passieren, die sowohl in einem kleinen Team als auch im großen Team passiert. Und im kleinen Team fällt die schneller auf. Im großen Team kann man sich besser verstecken. So, ja. Das heißt also, du hast dann schon irgendwie so deine Nische, so, ich habe jetzt hier die Blumen fertig gemacht, die letzten 5 Monate und so, mehr musste ich nicht machen, so. Ja. Und wenn dann einer neben dir sitzt und sagt, irgendwie bei einer Baustelle, so, arbeite bloß nicht zu schnell, weil sonst kriegst du die nächste Aufgabe. Mhm. Ne? Dauert halt eine Woche, ja. Ist mir doch egal. Das ist dann auch doof. Das heißt, man muss schon hinter dem Kram stehen, den man macht, wenn es gut werden soll. Mhm. Ja, und es gibt, je größer das Team ist, desto größer sind die Reibungsverluste. Mhm. Desto größer ist der einzelne Frust vielleicht auch an einigen Stellen. So, weißt du, ein Riesenteam, da gibt's halt irgendwo dann auch mal so Brandherde, wo Leute halt irgendwie Frust schieben und so weiter und dann irgendwie sagen, gut, okay, auf mich wird nicht gehört. Ja, das hört man sehr häufig so. Wenn sie auf mich gehört hätten, dann wäre das ganz anders gelaufen und so. Bei uns im kleinen Team oder mittelgroß, was weiß ich, keine Ahnung, ne? Wir sind eigentlich ein kleines Team. Ja, mit unseren 32 Leuten oder so. Für sowas. Die Art Spiele, die wir auf machen, jeden sind Fall wir ein kleines Team. So, ja.
Und da hat jeder die Möglichkeit, tatsächlich jeden Tag irgendwie zu meckern und zu sagen, so pass auf, ich mache jetzt mal meinem Unmut Luft, so pass auf, das Spielstart, der sieht scheiße aus, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen Butter bei der Fische und fertig und so. Und dann wird's ja, oh ja, da hast du recht, das wird jetzt mal Zeit und dann, und solche Dinge. Das ist schon cooler, finde ich. Ne? Und es ist auch so, Wasserkopf zu sein bedeutet, du machst nichts anderes als andere Menschen, die coole Sachen am Spiel machen, zu organisieren. Da hat doch auch keiner Bock drauf. Man will doch selber was machen. Ja, also ich als Projektleiter, wenn ich nur die ganze Zeit Projekt leite, ja, würde ich kotzen. Hätte ich keinen Bock drauf. Ich will Dinge machen. Ich will das Spiel designen. Ich möchte dann auch sagen, okay, pass auf, ich möchte dieses Püppchen da hinstellen und sagen, der soll den und den Dialog, ich möchte das Spiel machen. Sonst bin ich raus, ey. Weißt du? Keine Lust dazu. Aber es gibt Leute, die haben da Bock drauf. Zu organisieren, ne? Vertragsverhandlungen zu führen oder irgendwie Zahlen zu drehen und so weiter. Also es gibt Menschen, die mögen das. Ich bin ein kreativer Mensch und ich brauche die kreative Arbeit. Das ist halt so. Und die habe ich im kleinen Team halt eher als in einer Riesenbude. Macht es aus meiner Sicht auch besser. Kann sein. Gut, hast du eine Community-Frage? Ja. Ganz spannende, finde ich. Hui! Mich würde mal interessieren, wie sich Spieleentwickler, in dem Fall ihr, über Wasser halten. Der letzte Release war 2017 mit Elex und hat sicherlich eine Menge Geld eingebracht, aber wie geht es nach so einem Release weiter bis zum nächsten? Okay. Das ist eine Frage, die man an ein unabhängiges Team stellen muss, ja, weil wir sind so unabhängig nicht mehr. Wir sind Teil von THQ Nordic, von der Embracer Group. Das heißt, bei uns läuft das ein bisschen anders ab. Aber klassischerweise ist es so, dass man ein Verhältnis hat mit einem Publisher und der in regelmäßigen Abständen halt guckt, ob du deine Arbeit gemacht hast. Das nennt man dann Milestones. Und die Frage ist, wie überlebt man dann? Naja, du kriegst halt die Kohle, wenn du den Milestone erreicht hast. Und das dann immer im Abstand von etwa 3 Monaten, 2 Monate irgendwie, das heißt quartalsmäßig, würde ich jetzt mal sagen. Könnte, ne, wenn es kleinere Projekte sind, vielleicht sogar monatlich. Das kommt drauf an. Und so hält man sich dann über Wasser. So ist die Frage ja gemeint. Und wenn man ein ganz kleines Team ist, dann muss man wahrscheinlich so alle halbjährlich irgendwie ein Spiel rausbringen. Und dann kann es auch mal sein, dass das ein Flop ist. Dann sind das aber auch kleinere Spiele. Dann muss man dann im nächsten halben Jahr wieder eins machen und dann wieder eins machen und hin und her und so. Und manchmal ist das schon ziemlich mühsam. Ja. Um das ganz banal zu sagen, in der Regel ist es so, dass irgendjemand finanziell in Vorleistung tritt, so lange bis das Spiel veröffentlicht wird, egal wann, und dann wird die Kohle wieder eingespielt. Und wenn die Entwicklungskosten höher waren als das, was eingespielt wird, dann ist es ein Flop. Und wenn du mehr verdienst, als du eigentlich gekostet hast, dann ist es ein Hit. So einfach kann man das sagen. Und beim nächsten Spiel geht's wieder von vorne los. Natürlich gibt's da nicht so die obligatorischen, so, wir fliegen jetzt erstmal ein halbes Jahr in Urlaub, ne, was ja manche einer denkt, sondern man arbeitet natürlich schon, bevor das Release ist vom aktuellen Titel, schon an dem, was man danach machen will, um diese Sachen zu überbrücken. Und auch das neue Projekt wird dann wieder in Vorkasse von irgendwem bezahlt. Und in der Regel bekommt derjenige, der das Risiko eingegangen ist, sowas dann vorzufinanzieren, dann am Ende auch die meisten Gewinn. Wenn man bei einer coolen Bude arbeitet, dann kann man auch mal ein Team verknusen, ja, oder an einem gesunden Publisher oder so, das auch mal ein negatives Ergebnis einfährt. Deswegen sollte dieser Entwickler dann nicht sofort zu Tode verdammt werden, sondern muss man halt gucken, woran hat es jetzt gelegen und so weiter. Und dann überlebt man einfach nur deswegen, weil ein Geldgeber das Potenzial eines Teams sieht und sagt so, okay, das hat zwar nicht so gut funktioniert, wir haben jetzt nicht so eine tolle, ne, Gage gekriegt dafür oder halt, ne, wie nennt man das, Gewinn gemacht, so. Aber gut, wir sehen das Potenzial des Teams. Man muss vielleicht 2 oder 3 Sachen ändern. Vielleicht war es auch irgendwie die falsche Zeit. Vielleicht war es auch unsere Schuld, weil wir es zum falschen Zeitpunkt rausgebracht haben. Ein Point-and-Click
Rollenspiel rauszubringen, also ein Top-Down-Rollenspiel rauszubringen. Wenn Diablo 3 gerade rauskommt, ist vielleicht keine so gute Idee, weißt du, so und so weiter. Und dann wird das dann in einem Postmortem, so nennt sich das, ne, nach dem Projekt dann nochmal neu bewertet und dann guckt man, ob man mit dem entsprechenden Geldgeber dann auch noch irgendwie ein besseres Ergebnis erzielt und vielleicht eine Umstrukturierung macht in einem Team oder sonst irgendwie sowas. Kann alles Mögliche bedeuten. Vielleicht nur 2 Leute neu einstellen, vielleicht auch sich von 2, 3 Leuten trennen, was weiß ich, ja, man weiß es nicht. Vielleicht das Team verdoppeln, vielleicht verkleinern, nur so ein Schrumpfen. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ja, das beantwortet hoffentlich die Frage. Ja, dann seid ihr hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es heißt Piranha-Welten TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja, kleines Team. Könntest du dir vorstellen, ganz alleine ein Produkt zu machen? Nein. Ja, das wäre schon